Ja, buongiorno meine lieben Freunde und willkommen zum 5. Vlog hier aus Australien. Let's go. Action Traffic. Mein Name ist Jan und ich bin seit ungefähr schon 6 Monaten hier an der australischen Ostküste, reise von unten nach oben und habe in den letzten 28 Tagen Februar so gut wie gar nichts erlebt. Das Einzige, was ich erlebt habe, war Arbeiten. Darum geht es in diesem Video auch mal um das Work in Work and Travel und nicht nur ums Travel. Let's go! Okay, fangen wir mit dem Most Basic Part einfach mal an. Den ersten Block, das ist die sogenannte Vorbereitung. Wir fangen mit der Bürokratie an. Das allerwichtigste, allererste, was ihr in Australien machen könnt, ist es, euch eine australische Telefonnummer zu besorgen. Ganz wichtig, könnt ihr nicht nur an die süße Dame an der Bar vergeben, sondern auch an potenzielle Arbeitgeber. Ganz wichtig. Wenn ihr diese Telefonnummer habt, könnt ihr ganz einfach zu Commonwealth oder zu Westpac gehen. Das sind so die beiden größten australischen Banken hier und euch ein Bankkonto eröffnen lassen. Damit könnt ihr natürlich ganz einfach den Lohn bekommen, den ihr dann hoffentlich bald erhaltet. Was fehlt noch? Richtig, Steuern. Die Steuern werden geregelt durch die sogenannte Tax File Number, kurz TFN, die ihr später eurem Arbeitgeber geben könnt und der euch dann die Steuern von eurem Lohn automatisch abzieht. Ganz wichtig, ihr könnt diese TFN einfach online beantragen, dauert 5 Minuten, ganz easy. Habt ihr sie und könnt endlich anfangen zu arbeiten. Ja, nicht so ganz. Eine Sache fehlt noch und das ist die Superannuation, kurz Super. Wir würden es übersetzen mit Altersvorsorge. Ist ein bisschen weird, sich mit 18, 19 eine Altersvorsorge anzulegen. Die brauchst du allerdings, damit hier ein Teil deines Lohnes darauf überwiesen werden kann. Das Geile daran ist, die Steuern und das Superannuation-Geld kannst du alles, wenn du zurück in Deutschland bist, zurückerstattet bekommen. Das heißt, den ganzen Lohn kriegst du am Ende sowieso wieder. Meine Wahl ist am Ende auf Hostplus gefallen. Es gibt allerdings auch noch ganz viele andere Anbieter für Superannuation. Schaut einfach mal in die Videobeschreibung, da ist eine Website, wo einige aufgelistet sind und ihr euch die beste aussuchen könnt. Alles klar, ihr habt nun also eure Superannuation, ihr habt eure Telefonnummer, Bankaccount und Tax-File-Number. Sehr gut. Fangen wir jetzt mit Block 2 an, dem eigentlichen Bewerben. Dafür braucht ihr ein sogenanntes Resume, den Lebenslauf oder auch CV genannt. Das ist kurz für Curriculum Vitae. Meine Lateinlehrerin, die ich nicht hatte, wäre stolz auf mich. Dazu packt ihr rein, als was ihr arbeiten möchtet und dass ihr super motiviert seid, die Burger Patties hinten in der Küche zu wenden und dass ihr vielleicht schon mal Burger Patties hinten in der Küche gewendet habt, also eure Erfahrung. Wenn ihr die nicht habt, alles gut. Ich bin auch hier angekommen ohne jegliche Joberfahrung, habe trotzdem was bekommen. Als letztes schreibt ihr noch von euren Skills und Interests, also dass ihr zum Beispiel gut Englisch sprechen könnt oder eine Driver's License habt, das heißt ein Auto oder eine Minivan fahren könnt. Kommt immer sehr gut an. Alles klar, du hast jetzt nun also dein Resume und möchtest dich bewerben, arbeiten, aber eigentlich wo und als was? Nun ja, das fängt an bei Barista, Bartender, Bananenpflücker, Baustellenarbeiter und Bettlakenaufhänger, geht über McDonalds-Angestellter und Minenarbeiter bis hin zu Essenslieferant. Als Working Holiday Visumhalter hast du wirklich so viele Möglichkeiten, natürlich alles legal, aber tob dich aus, wie du möchtest. Okay, aber wie bewirbt man sich jetzt? Da gibt es 2 Wege. Erster Weg, der gemütliche im Internet von der Couch oder vom Bett aus. Erstmal könnt ihr auf Facebook nachgucken, ihr sucht nach Gruppen wie Gastronomie Sydney und schreibt dort eine Nachricht rein wie: Hey, ich bin der und der, suche nach der und der Arbeit, bin dann und dann verfügbar, habe vielleicht schon die und die Erfahrung, schreibt mir, wenn ihr Arbeit habt. Dann können Arbeitgeber auf euch zukommen und euch schreiben: Hey, hast du Bock? Der große und frustrierende Nachteil dabei ist allerdings, es wird euch meistens nicht geantwortet. Was sehr, sehr, sehr frustrierend ist, wenn man wirklich in das alles, die ganze Bewerbung, so viel Arbeit reinsteckt und am Ende keine Antwort kommt. Deswegen gibt es den zweiten Weg, den klassischen, persönlichen, perfekteren Weg, nämlich einfach bei den Restaurants, Cafés, Bars vorbeischauen. Folgendermaßen: Ihr druckt euch euer Resume 10, 15 Mal aus und geht damit durch die Straßen eurer Stadt.
Jedes Café, jede Bar, jedes Restaurant, das euch irgendwie entgegenkommt, da geht ihr rein und bewerbt euch. Ihr sagt also sowas wie: Hello there, I was wondering if you're searching for some new staff members at the moment. I'm interested in working here. Can I please talk to the manager or something? Wenn ihr danach mit dem Manager sprechen könnt, umso besser. Wenn ihr ihm die Hand schütteln könnt, noch besser. Denn persönlicher Kontakt, der kommt am besten an. So bleibt ihr ihm oder ihr im Kopf. Wenn kein Manager da ist, dann einfach euer Resümee da lassen, damit der Manager es sich später angucken kann und euch möglicherweise kontaktiert. Und dieses Verfahren nach Nachfragen, Resümee abgeben, das macht ihr jetzt bei noch einem Café, noch einer Bar und noch einem Restaurant und nochmal 5-mal, bis ihr alle eure Resümees los seid und wartet. Wenn dann keine Antwort gekommen ist, dann einfach nochmal zu den Cafés, Restaurants, Bars hingehen, die euch angesprochen haben. Da, wo ihr wirklich arbeiten wollt. Wenn ihr jetzt also ein paar Mal nachfragt, jeden Tag, Tag für Tag, dann irgendwann sollte eine Antwort kommen. Denn die Australier sagen meist nicht beim ersten oder zweiten Mal Ja oder Nein. Ist ein bisschen nervig, dafür sind sie einfach zu nett oder zu locker drauf, wie auch immer. Habt ihr nun also Interesse und Motivation am Job gezeigt, dann lädt euch der Manager meist zu einem Free Trial, also 2 Stunden lohnfreie Arbeit ein. Dort könnt ihr zeigen, wie gut ihr seid, dass ihr den Job richtig haben wollt und top motiviert seid, endlich in die Arbeit zu starten. Und habt ihr gut performt beim Free Trial und der Manager sagt bis nächste Woche, dann herzlichen Glückwunsch zum ersten Job in Australien, Digga. Okay, ihr habt jetzt einen Job und was erwartet euch jetzt richtig? Das Wichtigste zuerst, der Lohn. Der australische Mindestlohn ist bei $21. Wie viel waren es nochmal? $21,38. Ihr könnt allerdings damit rechnen, dass ihr entweder mehr oder weniger bekommt. Natürlich auch wegen des Berufes, aber auch wegen des Alters. Nehmen wir mal als Beispiel, du bist Anfänger im Restaurant und bist 18 Jahre alt. Dann verdienst du mindestens $18,71. Nicht gerade viel, ist sogar unter Mindestlohn. Bist du allerdings ein Jahr älter, also 19 Jahre alt, dann verdienst du schon mindestens $22,73. Und wenn du dann nochmal ein Jahr älter bist, 20 oder älter, dann verdienst du mindestens $26,73. Ist schon mal ein ordentlicher Unterschied, nur beim Alter. Wenn ihr mehr Infos zu Lohnaussichten verschiedener Jobs haben wollt, schaut einfach mal auf der Website vorbei, die in der Videobeschreibung verlinkt ist. Nächste Frage. Wie lange bleibe ich an einem Ort oder wie lange bleibe ich in einem Job? Das kann variieren von 2 Wochen bis 6 Monate oder länger oder eben auch kürzer. Es gibt manche Jobs, die du für ein paar Tage machen kannst, manche Jobs, da musst du mindestens 3 Monate da bleiben, damit sie dich eben trainieren können. Die goldene Mitte liegt so bei ungefähr 1 bis 2 Monaten, vielleicht 3 Monate in einem Job. So lange habe ich es zumindest gemacht. Ganz wichtig zu wissen für den Bewerbungsprozess ist auch, wenn der Manager euch fragt, wie lange ihr in der Stadt, wie lange ihr im Beruf bleiben wollt, dann sagt einen Zeitraum von mindestens 3, 4, 5, vielleicht sogar 6 Monaten, auch wenn ihr so lange gar nicht bleiben wollt. Nur ist es das, was sie hören wollen. Deswegen lügt eiskalt, sonst wird es sehr, sehr schwer, einen Job zu finden. Haut nach 1 oder 2 Monaten ab, kündigt eure Abreise 1 oder 2 Wochen vorher an, dann haben die meisten eigentlich kein Problem damit. Und hier kommen noch 1, 2 Bewerbungstipps für die Jobsuche in Australien als Work and Traveler. So, what will you say? What is your number 1 tip to find work here in Australia? Okay, I reckon if you come here with a profession, you can find a job very quickly. My job is a barber, and I start to work in a barber shop. First thing is to do some different CVs or resumes, depend of the job you want to apply. And then once you have, like, for example, one for housekeeping, one for a waiter, one for being a chef, and another for being a receptionist, you go all around the city you choose, and then you go there, say, listen, can I speak with the manager? You go there, you give your CV, your resume, say I have full availability, and then go and try your best luck. Come with a skill and hustle. Don't give up and just use your skills to the best that you can, and try all your options. Don't take no for an answer. Ja gut, das war das Wichtigste, was ihr über das Work and Travel hier in Australien wissen müsst. Für mehr Informationen und mehr Details schaut gerne auf den Websites in der Videobeschreibung nach. Schaut euch auch gerne meine vorherigen Vlogs hier aus Australien an. Im nächsten wird es auch schon weiter mit Reisen gehen, hoch und runter an der australischen Ostküste. Abonniert gerne meinen Kanal Duck und wir sehen uns beim nächsten Mal. Stay tuned, bis dann, der Jan. Oh,
Digga. Dann legen wir schon los. Das ist noch ein größeres Viech. Alter Schwede.